Hallo zusammen. In diesem Video werde ich Dimmer für LED-Streifen vorstellen. Hier habe ich zum Beispiel zwei ähnliche Modelle genommen, innen sind sie identisch. Der einzige Unterschied ist, dass hier ein mechanisches Potentiometer verbaut ist. Es regelt die Helligkeit von 0 bis zum Maximum. So wird es gedreht. In diesem Dimmer gibt es jedoch kein mechanisches Potentiometer. Es wurde durch ein elektronisches ersetzt und wird fernbedient mit einer solchen Fernbedienung. Es gibt eine Ein-Aus-Taste. Und mit den Pfeiltasten erhöhen oder verringern wir die Helligkeit. Und genau das werden wir uns ansehen. Wir schließen es jetzt an und schauen, wie es funktioniert. Hier habe ich zum Beispiel einen LED-Streifen genommen. Ja, einen ganz einfachen, er ist nicht sehr hell, damit die Kamera nicht überbelichtet wird. Und wir werden sehen, wie es funktioniert. Und hier habe ich ein Netzteil. Ich habe es vom Netzteil genommen. 12 Volt. Der Dimmer funktioniert entweder mit 12 oder, nun, von 12 bis 24 Volt Spannung und Strom bis zu 30 Ampere. Die Eigenschaften sind bei ihnen gleich. Und jetzt werden wir es anschließen, testen und alles messen. Ich möchte auch versuchen, eine normale Glühlampe anzuschließen und mir auch einen Elektromotor anzusehen. Wir werden versuchen, wie er die Drehzahl regelt. Und zuerst schließen wir die Stromversorgung an, die Klemmen hier, die Kontakte sind mit Minus und Plus beschriftet. Wir schließen Minus und Plus an, rot ist bei mir Plus. Das schließen wir hier an. Den schwarzen Minus schließen wir hier an. Der Anschluss ist ganz einfach. Hier. Schließen wir den LED-Streifen an. Zuerst möchte ich versuchen, die Spannung zu messen, wie sie geregelt wird, und zu sehen, was überhaupt am Ausgang passiert. Hier sind auch die Plus-Minus-Kontakte beschriftet. Hier Plus, Minus. Im Moment zeigt es nichts an, 0. So, wir erhöhen. Hier wird also nicht die Spannung geregelt, sondern der Strom, da die Spannung praktisch unverändert bleibt, sie fällt nur ein wenig ab. Nun, es sind 11,7, das bedeutet, hier haben wir eine Stromregelung. Die Spannung wird mit 12 Volt angelegt und bleibt auch so angelegt. Und schließen wir nun den LED-Streifen an. Auch hier beachten wir die Polarität, Rot plus, Schwarz minus. Der LED-Streifen leuchtet rot auf. Der Stromverbrauch beträgt jetzt 1,2 Ampere am Eingang. Das ist die maximale Helligkeit, hier 1,3 ist das Maximum. Und wir regeln. Sie ist ausgegangen. Wir erhöhen. Auf der Kamera. Flackert sie, auf der Kamera sind Pulsationen sichtbar. Live leuchtet sie, nun, das Flackern. Dieses Flimmerns ist nicht wahrnehmbar. Auf der Kamera natürlich schon. Die Frequenz stimmt irgendwo nicht überein mit der Bildrate, und so kommt es, dass es blinkt. Also, wir erhöhen die Helligkeit. Und wir verringern sie. Man kann messen, wie der Strom geregelt wird, auch mit Hilfe eines Multimeters. Am Eingang, ja, jetzt zum Beispiel in dieser Position, in der Mitte, verbraucht er 350 mA Strom. Man kann es mit einem Multimeter messen. Wir stellen auf Strom um und werden sehen, welcher Strom bei uns fließt. Ein 148, also 150 mA. Wir haben es auf 0 gestellt, es fließt kein Strom. Wir fangen an, hinzuzufügen. Bei sehr
Geringem Strom also flackern. Jetzt bis 100 mA reicht der Strom nicht aus. Es flackert. Nun, so sind es schon 500 mA. Und hier haben wir die maximale Helligkeit von 933. Wir haben sie reduziert. Jetzt schließen wir an und versuchen es mit. Den Dimmer, der mit der Fernbedienung geliefert wird, wie er funktioniert. Es gibt einen Sender auf der Fernbedienung, im Prinzip derselbe wie bei Fernschaltern, die für bis zu 100 Meter ausgelegt sind. Aber ich denke, hier befindet sich die Antenne im Gehäuse, das metallisch ist. Löcher gibt es natürlich, daher könnte die Reichweite geringer sein. Nun, 100 Meter bezweifle ich, dass es schafft, aber 20 Meter schon. Nun, 100 Meter bezweifle ich, dass es schafft. 20 schafft es. Die Reichweite. Wenn Sie zum Beispiel aus der Ferne steuern möchten, aus großer Entfernung, dann müssen Sie mit etwa 20 Metern Reichweite rechnen. Wir haben die Stromversorgung angeschlossen und schließen das LED-Band an. Das Band leuchtet. Also, wie funktioniert unsere Fernbedienung? Jetzt ist bei uns alles ausgeschaltet. Die zentrale Ausschalttaste ist zum Ausschalten gedacht. Das heißt, wenn wir sie drücken, wenn alles ausgeschaltet ist, es schaltet sich mit den Pfeiltasten ein, entweder nach oben oder nach unten. Gedrückt, hier nach unten. Das LED-Band hat sich eingeschaltet. Und die Helligkeit regulieren wir durch Drücken. Man kann sie gedrückt halten. Hier nimmt die Helligkeit ab und auch nach oben nimmt die Helligkeit zu, oder man drückt, das heißt, entweder kurz drücken, um zu verringern, oder gedrückt halten. Hier ist sie ausgeschaltet, der nächste Schritt ist. Die minimale Helligkeit hat sich eingeschaltet, funktioniert blendfrei, ausgezeichnet, nichts blinkt. Wir haben hinzugefügt. Und sie reguliert stufenweise. Das heißt, mit diesem Potentiometer regulieren wir stufenlos. Die minimale Helligkeit schaltete sich sofort ein und leuchtete. Das heißt, es gibt eine Art stufenweise Regulierung. In diesem Modul fügen wir also ein wenig hinzu. Für die Beleuchtung nicht ausreicht, gibt es solches Flackern. Und hier ist der Schritt bereits minimal, wenn es einfach nur leuchtet ohne zu flackern. Aber hier gibt es diesen Bereich, in dem der LED-Streifen noch schwach leuchtet und flackert. Das gibt es bei diesem hier nicht. Es schaltet sich sofort auf die minimale Helligkeit ein, bei der es nicht flackern wird. So funktioniert es, obwohl die Transistoren hier und dort die gleichen sind. Und so können wir schrittweise hinzufügen. Die Helligkeit nimmt zu, und hier ist sie maximal. Mit dem Ausschaltknopf schalten wir aus und der Streifen schaltet sich sanft aus. Hier erlischt er langsam. Er schaltet sich nicht abrupt aus, sondern es gibt ein sanftes Ausblenden. So funktioniert der Dimmer. Jetzt werde ich versuchen, eine Glühbirne anzuschließen. Mal sehen, wie sie sich verhalten wird. Wir entfernen den Streifen. Die Lampe, die ich habe, ist eine gewöhnliche Autobirne von Nebelscheinwerfern. Sie hat 55 Watt, 12 Volt. Wir versuchen, sie anzuschließen. Die Polarität spielt hier keine Rolle. Wir starten. Hier erfolgt ein sanftes Einschalten, die Lampe leuchtet, sie leuchtet hell. Wir schalten sanft aus und lassen uns die Helligkeit regulieren. Aber bei der Verwendung einer Glühbirne ist ein solches Pfeifen einer bestimmten Frequenz zu hören. Wenn der LED-Streifen arbeitet, ist er geräuschlos. Aber hier gibt es ein Pfeifen, wobei das Pfeifen nicht vom Dimmer, sondern von der Lampe kommt, die pfeift. Hier ändert der Dimmer die Frequenz, das heißt das Tastverhältnis. Der Impulse, er liefert Spannung in Impulsen. Durch diese Impulse arbeitet unsere Glühbirne wie ein Lautsprecher, und sie pfeift. Hier ist ein solcher Hintergrundton zu hören. Hier ist die minimale Helligkeit und auch schrittweise wird sie hinzugefügt. Hier ist die maximale Helligkeit, bei maximaler Helligkeit pfeift natürlich nichts.
Und sie schaltet sich sanft aus. Und lassen Sie uns auch versuchen, einen Elektromotor anzuschließen. Was nehme ich als Beispiel? Ich habe hier so einen Akku-Winkelschleifer. Nur der Akku fehlt. Ich muss mich darum kümmern, ihn zu bauen. Und ich möchte diesen Winkelschleifer auch mit Geschwindigkeitsregelung ausstatten. Nun, höchstwahrscheinlich sollte man einen solchen Dimmer hier nicht. Man sollte etwas anderes auswählen, und dann wird es ein Akku-Winkelschleifer sein. Aber im Moment habe ich keine Zeit, einen Akku dafür zu bauen. Hier haben wir 19,2 Volt, 7000 Umdrehungen pro Minute. Hier schaltet es sich so ein. Hier wird die Geschwindigkeit geregelt, aber auch dieses Piepen ist zu hören. Ich habe es auf Minimum gestellt. Hier reicht der Strom nicht aus, um sich auf Minimum zu drehen. Aber ein Piepen ist zu hören, und die Wicklung pfeift. Bei solchen Drehzahlen ist das Piepen schon nicht mehr zu hören. Sonntag. So regelt er die Drehzahlen. Ich denke jedoch, zur Drehzahlregelung wäre es besser, einen speziellen PWM-Controller für Motoren zu verwenden. Diese würden zumindest keine Nebengeräusche machen. Denn hier, wer ist da? Ist dieses Gerät für LED-Streifen gedacht? Daher werden andere Geräte zwar funktionieren, aber dieses Piepen kann aufgrund der Impulsfrequenz auftreten. Und deshalb denke ich, dass dieser Dimmer am besten nur für LED-Streifen verwendet werden sollte. Einen Link zu diesen Modellen hinterlasse ich euch in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss allerseits.